Guten Tag an alle. Willkommen bei einer neuen Folge von DankeCast Deutsch. Ich bin Henry und heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich jeden Deutschlerner betrifft. Hallo zusammen, ich bin Emilia. Und ja, Henry, ich bin so gespannt auf dieses Thema. Es ist etwas, worüber ich die ganze Woche nachgedacht habe. Perfekt. Also, heute geht es um eine Frage, die mir viele von euch stellen. Warum kann ich nicht fließend sprechen, obwohl ich so viele Wörter gelernt habe? Oh ja, das kenne ich. Ich erinnere mich, als ich Englisch gelernt habe. Ich hatte Listen mit Hunderten von Wörtern, aber im echten Gespräch nichts. Genau das ist das Problem. Und wisst ihr was? Das passiert nicht nur beim Deutschlernen. Das ist ein universelles Problem beim Sprachenlernen. Henry, lass uns mal ehrlich sein. Wie viele von euch da draußen haben Apps, Karteikarten, Listen mit Wörtern? Schreibt es in die Kommentare. Wir wollen wirklich wissen, wie ihr lernt. Gute Idee, Emilia. Und sagt uns auch, ob ihr diese Wörter im Alltag benutzen könnt oder ob sie einfach nur in eurem Kopf herumliegen. Ich wette, viele von euch haben das Gefühl, dass die Wörter da sind, aber sie verschwinden, wenn ihr sie wirklich braucht. Das ist ein klassisches Zeichen dafür, dass etwas mit der Lernmethode nicht stimmt. Aber keine Sorge, wir werden das heute klären. Also, zurück zum Thema. Henry, warum funktioniert das Auswendiglernen nicht? Okay, stell dir vor, du lernst die Wörter für alle Teile eines Autos. Motor, Reifen, Lenkrad, Bremse und so weiter. Das klingt doch sinnvoll, oder? Auf dem Papier ja. Aber jetzt stell dir vor, jemand fragt dich, wie du zur Arbeit kommst. Kannst du dann antworten? Wahrscheinlich nicht mit diesen Wörtern, oder? Richtig, weil du nicht gelernt hast, wie man über den Weg zur Arbeit spricht. Du hast nur isolierte Wörter gelernt. Das ist wie beim Kochen. Du kannst alle Zutaten kennen, aber wenn du nicht weißt, wie man sie kombiniert, kannst du kein Gericht machen. Perfekter Vergleich, Emilia. Sprache ist genau wie Kochen. Es geht nicht um die einzelnen Zutaten, sondern um das Rezept. Und das Rezept in einer Sprache ist die Grammatik und die natürlichen Wendungen, richtig? Absolut. Aber noch wichtiger ist der Kontext. Wörter brauchen einen Kontext, um Sinn zu machen. Weißt du, Henry, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die seit 3 Jahren Deutsch lernt. Sie kennt tausende von Wörtern, aber sie kann keinen einfachen Smalltalk führen. Das ist so frustrierend für Lerner. Sie investieren so viel Zeit und Energie, aber die Ergebnisse stimmen nicht. Genau. Und dann fragen sie sich, ob sie einfach nicht talentiert genug sind. Aber das ist nicht wahr. Es liegt nicht am Talent, es liegt an der Methode. Okay, lass uns ein Beispiel machen. Henry, sag mir ein Wort, das viele Deutschlerner auswendig lernen. Nehmen wir das Wort eigentlich. Viele lernen es als actually auf Englisch. Aber wie benutzt man es? Genau, das ist die Frage. Eigentlich wollte ich heute ins Kino gehen. Oder, das ist eigentlich ganz einfach. Siehst du, das Wort allein hilft nicht. Du musst wissen, wo und wie du es benutzt. Und weißt du, was das Interessante ist? Manche Wörter kann man gar nicht direkt übersetzen. Oh ja, wie doch? Das ist so ein deutsches Wort. Es hat so viele Bedeutungen. Doch ist perfekt. Es kann yes nach einer negativen Frage sein oder but oder actually oder einfach nur Betonung. Wie soll man das auswendig lernen? Das geht gar nicht. Eben, man muss es in verschiedenen Situationen hören und benutzen. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Und dieses Gefühl kommt nur durch Erfahrung, nicht durch Listen. Richtig, es ist wie Fahrradfahren. Du kannst alle Regeln lesen, aber du musst es einfach machen, um es zu lernen. Henry, ich habe eine Frage an unsere Zuhörer. Habt ihr schon mal ein deutsches Wort gelernt und dann im Gespräch total falsch benutzt? Erzählt uns eure lustigen Geschichten in den Kommentaren. Oh ja, bitte. Diese Geschichten sind immer so unterhaltsam. Und keine Sorge, wir alle machen diese Fehler. Ich erinnere mich, ich habe einmal aufregend und aufgeregt verwechselt. Das war interessant. Oh nein, was ist passiert? Ich wollte sagen, dass ein Film aufregend war, aber ich sagte, der Film war aufgeregt. Die Leute haben mich sehr komisch angeschaut. Das ist lustig, aber du hast es nie wieder verwechselt, oder? Nie, genau wie du mit deiner Spanischgeschichte. Also, wenn Wörter lernen nicht hilft, was sollten wir stattdessen tun? Gute Frage. Die Antwort ist einfach, aber schwer umzusetzen. Wir müssen in Sätzen und Situationen lernen. Das heißt? Das heißt, statt Tisch zu lernen, lernst du, der Tisch ist neu oder können wir am Tisch sitzen. Wir lernen das Wort in seinem natürlichen Lebensraum sozusagen. Genau, Wörter leben in Sätzen, nicht in Listen. Und noch besser,
Lerne ganze Phrasen und Ausdrücke, die Muttersprachler wirklich benutzen. Ja, zum Beispiel statt nur müde zu lernen, lerne ich bin total müde oder ich könnte im Stehen einschlafen. Perfekt, das sind natürliche Ausdrücke, die echte Menschen benutzen. Und was ist mit Vokabellisten in der Schule? Die haben wir doch alle benutzt. Ja, aber erinnere dich. Was hast du behalten? Die Wörter, die du wirklich benutzt hast oder die, die nur auf der Liste standen? Oh, guter Punkt. Ich erinnere mich nur an Wörter aus echten Situationen. Zum Beispiel, als ich im Restaurant war und etwas bestellen musste. Siehst du? Das ist der Unterschied. Echte Situationen schaffen echtes Lernen. Also sollten wir Wörter in Geschichten lernen? Absolut. Oder in Dialogen wie dem hier. Wenn du diesen Podcast hörst, lernst du Wörter im Kontext. Das ist ja der Sinn von Dankecast Deutsch. Wir geben euch echtes, natürliches Deutsch. Genau. Und wisst ihr was? Euer Gehirn funktioniert auch so. Es speichert Informationen besser, wenn sie mit anderen Dingen verbunden sind. Wie ein Netzwerk. Richtig. Wenn du Apfel lernst, sollte dein Gehirn auch rot, süß, Obst, Essen, Supermarkt verbinden. Und das passiert nicht, wenn du nur eine Liste mit Wörtern hast. Nein, bei einer Liste steht Apfel allein da, ohne Freunde, ohne Kontext, ohne Leben. Das ist traurig für den Apfel. Sehr traurig und traurig für deinen Lernprozess. Weißt du, Henry, ich denke, das Problem ist auch, dass viele Leute denken, Sprache lernen ist wie Mathematik lernen. Oh, interessanter Punkt. Was meinst du damit? Nun, in Mathematik lernst du Formeln und wendest sie an. Es ist sehr systematisch und logisch. Aber Sprache ist nicht so. Genau, Sprache ist lebendig, sie verändert sich, sie hat Ausnahmen und Nuancen. Und sie ist emotional. Wenn du ein Wort in einer emotionalen Situation lernst, erinnerst du dich besser daran. Das stimmt. Ich erinnere mich an jedes Wort, das ich in einem aufregenden oder peinlichen Moment gelernt habe. Okay, lass uns praktisch werden. Was können unsere Zuhörer heute tun, um besser zu lernen? Erste Regel, hört auf, isolierte Wörter zu lernen. Lernt immer einen ganzen Satz. Wenn du zum Beispiel müde lernen willst, lerne ich bin müde oder bist du müde? Perfekt! Zweite Regel, versucht die Wörter sofort zu benutzen. Sprecht sie laut aus. Auch wenn ihr allein seid. Das ist nicht verrückt, das ist effektiv. Ich mache das die ganze Zeit. Ich spreche mit mir selbst auf Deutsch, wenn ich allein bin. Und funktioniert es? Absolut. Es hilft mir, flüssiger zu werden und Selbstvertrauen aufzubauen. Dritte Regel, hört echtes Deutsch. Podcasts wie dieser hier sind perfekt dafür. Danke, Henry. Aber er hat recht, Leute. Je mehr ihr echte Gespräche hört, desto besser. Und vierte Regel, habt Geduld. Sprache lernen ist wie einen Baum wachsen lassen. Du kannst nicht am Baum ziehen, damit er schneller wächst. Genau. Du musst ihn gießen, ihm Sonne geben und warten. Das ist eine schöne Metapher. Schreibt uns in die Kommentare, welche Methoden bei euch funktionieren. Wir wollen von euch lernen. Ja. Und denkt daran, jeder lernt anders. Was für eine Person funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Aber eines ist sicher, nur Wörter auswendig lernen funktioniert für niemanden auf Dauer. Emilia, lass uns über einen anderen Punkt sprechen. Was ist mit Grammatik? Oh, gutes Thema. Viele Leute denken, Grammatik ist der Schlüssel. Und? Ist sie das? Ja und nein. Grammatik ist wichtig, aber nicht auf die Art, wie die meisten Leute denken. Erklär das mal. Okay, Grammatik ist wie die Regeln eines Spiels. Du musst sie kennen, aber du lernst sie am besten, wenn du spielst. Nicht, wenn du das Regelbuch auswendig lernst. Genau. Wenn du Fußball spielst, lernst du die Regeln automatisch. Du musst nicht jede Regel studieren, bevor du anfängst. Und genauso ist es mit Sprache. Du lernst Grammatik, indem du sprichst und Fehler machst. Fehler sind so wichtig. Henry, hast du eine lustige Fehlergeschichte? Oh ja, als ich Spanisch gelernt habe, habe ich einmal estoy embarazado gesagt, weil ich dachte, es heißt, ich bin peinlich berührt. Oh nein, was bedeutet es wirklich? Es bedeutet, ich bin schwanger. Ich bin ein Mann. Die Leute waren sehr verwirrt. Das ist großartig. Und ich wette, du hast diesen Fehler nie wieder gemacht. Nie, das ist der Punkt. Fehler im echten Kontext sind die besten Lehrer. Also habt keine Angst vor Fehlern, Leute. Sie sind eure Freunde. Und wisst ihr was? Die meisten Muttersprachler finden es charmant, wenn Lerner Fehler machen. Ja, es zeigt, dass du versuchst und das ist bewundernswert. Emilia, was denkst du über Apps zum Sprachenlernen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, sie haben ihren Platz. Aber Aber sie können nicht alles sein. Viele Apps konzentrieren sich zu sehr auf isolierte Wörter. oder auf Sätze, die niemand im echten Leben benutzt.
Richtig, der Elefant trinkt Milch. Wann wirst du das jemals sagen? Vielleicht im Zoo? Aber ja, das ist nicht sehr praktisch. Apps sind gut für den Anfang, aber ihr müsst auch echte Gespräche haben. Und echtes Deutsch hören wir hier bei uns. Genau. Übrigens, welche Apps benutzt ihr? Sind sie hilfreich? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir sind wirklich neugierig. Und wenn ihr Tipps für andere Lerner habt, teilt sie. Ich denke, eine Kombination aus verschiedenen Methoden ist am besten. Apps, Podcasts, Bücher, Gespräche. Absolut. Vielfalt ist der Schlüssel zum Erfolg. Henry, lass uns über ein anderes Problem sprechen. Viele Leute fühlen sich blockiert, wenn sie sprechen sollen. Oh ja, das ist ein großes Problem. Sie haben die Wörter im Kopf, aber sie kommen nicht raus. Warum passiert das? Ich denke, es ist Angst. Angst, Fehler zu machen. Angst, dumm zu klingen. Aber das ist normal. Wenn du eine neue Sprache lernst, wirst du nicht perfekt klingen. Und das ist okay. Die Leute werden dich verstehen, auch wenn du Fehler machst. Und die meisten Leute sind sehr geduldig und freundlich mit Lernenden. Absolut. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der über einen Sprachlerner gelacht hat. Nun, vielleicht über lustige Fehler, aber auf eine nette Art. Ja, wie meine Schwangerschaftsgeschichte. Die Leute haben gelacht, aber sie haben mir auch geholfen. Genau, also unser Rat, habt keine Angst zu sprechen. Je mehr ihr sprecht, desto besser werdet ihr. Und hier ist ein Geheimnis. Muttersprachler machen auch Fehler. Das ist wahr, niemand spricht perfekt. Also, setzt euch nicht unter Druck, perfekt zu sein. Seid einfach verständlich. Und habt Spaß dabei. Wenn Lernen Spaß macht, lernt man besser. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn du Spaß hast, produziert dein Gehirn Chemikalien, die das Lernen verbessern. Also macht das Deutschlernen zu einem Abenteuer, nicht zu einer Pflicht. Genau. Findet Themen, die euch interessieren und lernt Deutsch darüber. Wenn du Kochen liebst, schau deutsche Kochshows. Wenn du Sport liebst, schau deutsche Sportberichte. Und wenn du Podcasts liebst, hör Dankecast Deutsch. Natürlich, wir sind hier, um euch zu helfen und zu unterhalten. Weißt du, Emilia, ich denke, wir sollten auch über die Rolle von Wiederholung sprechen. Oh ja, Wiederholung ist wichtig, aber wie macht man es richtig? Genau, es geht nicht darum, dasselbe Wort 100-mal zu schreiben. Sondern? Es geht darum, das Wort in verschiedenen Kontexten zu sehen und zu hören. Also wenn du laufen lernst, siehst du es in ich laufe, er läuft, wir sind gelaufen, lauf schneller. Perfekt. So lernst du nicht nur das Wort, sondern auch, wie es sich verändert. Und wie es in echten Sätzen benutzt wird. Genau. Das ist intelligente Wiederholung, nicht mechanische Wiederholung. Und hier ist noch ein Tipp. Versucht, neue Wörter in eurem eigenen Leben zu benutzen. Was meinst du? Wenn du Fenster lernst, beschreib die Fenster in deinem Haus. Sind sie groß, klein, sauber, schmutzig? Oh, das ist brillant. So machst du das Wort persönlich und relevant. Und du erinnerst dich viel besser daran. Das ist auch eine gute Übung für zu Hause. Schaut euch um und beschreibt, was ihr seht auf Deutsch. Ja, auch wenn es einfach ist. Das ist ein Stuhl. Der Stuhl ist blau. Ich sitze auf dem Stuhl. Es klingt vielleicht simpel, aber es ist effektiv. Und es kostet nichts. Du brauchst keine App, kein Buch, nichts. Nur deinen Mund und deine Augen. Emilia, wir sollten zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Punkte von heute? Okay, erstens, Wörter allein zu lernen funktioniert nicht. Lernt sie im Kontext. Zweitens, benutzt die Sprache. Sprecht, auch wenn ihr Fehler macht. Drittens, hört echtes Deutsch. Das ist super wichtig. Viertens, habt Geduld mit euch selbst. Sprache lernen braucht Zeit. Und fünftens, habt Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, werdet ihr aufgeben. Perfekt, das sind wirklich die 5 goldenen Regeln. Und wisst ihr was? Diese Regeln gelten nicht nur für Deutsch, sie gelten für jede Sprache. Stimmt. Ich habe sie beim Englischlernen benutzt und sie haben funktioniert. Und ich beim Spanischlernen. Sie sind universal. Also, liebe Zuhörer, welche dieser Regeln werdet ihr heute umsetzen? Ja, wählt eine aus und fangt an. Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Und vergesst nicht, uns in den Kommentaren zu erzählen, wie es läuft. Wir lesen wirklich alle Kommentare und freuen uns über eure Geschichten. Besonders die lustigen Fehlergeschichten. Die sind die besten. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wir versuchen in zukünftigen Folgen darauf einzugehen. Ja, eure Fragen und euer Feedback helfen uns, bessere Inhalte für euch zu machen. Weil am Ende des Tages machen wir das für euch, unsere Lerner-Community. Und wir wollen, dass ihr erfolgreich seid. Euer Erfolg ist unser Erfolg. Also Leute, das war's für heute. Wir hoffen, diese Folge war hilfreich für euch. Wenn sie euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal.
Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir machen das hier für euch und euer Feedback bedeutet uns sehr viel. Also schreibt uns, was ihr hören wollt. Welche Themen interessieren euch? Ja, wir nehmen Vorschläge ernst. Dieser Podcast ist für euch. Und denkt daran, Deutsch lernen ist eine Reise, kein Ziel. Genießt die Reise, feiert kleine Erfolge und gebt nicht auf. Wir glauben an euch. Ihr könnt das schaffen. Absolut. Jeder kann eine neue Sprache lernen, wenn er die richtige Methode hat. Und jetzt habt ihr die richtige Methode. Also, los geht's. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und vergesst nicht, habt Spaß beim Deutschlernen. Tschüss zusammen und viel Erfolg auf eurer Deutschreise. Macht's gut. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis bald und denkt daran, üben, üben, üben. Aber mit Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und bleibt neugierig. Und bleibt motiviert. Jeder Tag ist eine neue Chance zu lernen. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.